So, hi Leute, willkommen auf meinem Kanal MV Live und wie ihr sehen könnt, mein Wagen ist total mit oben hin alles zugekleistert. Und ich wollte jetzt einfach mal einen Vergleich für euch da draußen machen wegen den ganzen Performance-Boxen. Also hier ist die Performance-Box, das ist die älteste und teuerste. Dann kamen die Q-Stars, dann kam P-Gear und dann kam hier die Draggy-Box. Und ich wollte jetzt einfach mal ein paar Zeiten messen mit euch zusammen, wieso denn die Abweichungen sind. Oder gibt es überhaupt Abweichungen? Welches von denen am besten? Wenn ihr die Box selber habt, schreibt einfach mal drunter, wie findet ihr die, Vor- und Nachteile. Vielleicht vergesse ich ja irgendwas in dem Video. Ich wollte euch einfach mal mit dem Video jetzt helfen da draußen, wenn ihr jetzt vor der Wahl steht, welche von diesen 4 Boxen nehme ich denn jetzt? Ja. So, und das soll es jetzt gewesen sein. Ich freue mich über ein Abo von euch. Ich verlinke hier nochmal die anderen Videos, die ich gemacht hatte mit der P-Gear und mit der Draggy Box. Hatte ich auch nochmal ein eigenes Video gemacht. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video und ich sag mal, los geht's. So, wie ihr sehen könnt, die Draggy läuft. Ich habe jetzt meine Halterung, die fiel jetzt immer runter. Das Blöde ist, da ist keine Halterung bei. Ich lege das einfach jetzt mal da oben hin. Dann mache ich hier nochmal die P-Gear an. Go, Drag Race. Also hier seht ihr, die P-Gear leuchtet. Dann seht ihr hier, hört ihr auf? So, ist alles in Ordnung. Hier muss ich auch nochmal auf den Knopf drücken. Also das sieht natürlich so geil aus. So, und jetzt wollen wir nochmal loslegen. Es geht natürlich ein bisschen bergauf. Das ist jetzt blöd. Ich hoffe, es fällt mir jetzt nicht irgendwas runter hier. Jetzt müssen wir auf die Autos warten, die von hinten kommen. Okay. So, da seht ihr jetzt. Also ich habe jetzt bei der 5,119, dann habe ich hier, seht ihr jetzt 6,1, dann hatte ich hier 8,28 und dann hatte ich hier 6,26, also alles ein bisschen verschieden. Okay, dann machen wir mal wieder. So, dann gucken wir mal, ob wir das wieder hinkriegen. Alles ist ready. Jetzt natürlich jetzt Berg hoch, oder? Das ist natürlich alles sehr, sehr ätzend. Ihr seht genau bei der Q-Stars, wie viel jetzt mehr gebraucht hat als vorher. Das ist immer ganz cool. Das hatte ich jetzt hier oben auf der 5,5 auf der Performance Box. So, next one. Dann wollen wir mal loslegen. Da seht ihr 4,97 und auf dem hat die 5,47. Hier oben hatte ich, Moment, ich muss noch aufpassen, dass kein Auto kommt von hinten. Da hatte ich 5,5 hier und hier hatten wir 5,4. Also ich werde das alles nochmal hier oben einblenden, dass wir eine Übersicht haben, weil sonst kommst du ja echt durcheinander. Das Gute ist, bei der Draggy kannst du sofort weiterfahren, bei der Performance Box kannst du auch sofort weiterfahren. Und hier muss ich immer zurückgehen. Machen wir mal so. Hier läuft es dann. Probieren wir es nochmal. 4,626. Das ist doch mal sehr, sehr geil, weil 4,7 soll er haben, von 0 auf 100, 4,6, 4,7. Das wird mal ein guter Lauf. Jetzt wurde es auch mal ein bisschen gerade, die Strecke. Hier hatten wir 5,25. Bei meinen anderen hatten wir jetzt 5,88. Und da hatten wir 4,9 auf der Performance Box. Und 4, also ganz schön viele unterschiedliche Messungen seht ihr gerade. Ja. Ich fahre mal jetzt ein bisschen langsam an, nicht mal so schnell, ob es da irgendwelche Abweichungen geht. Machen wir jetzt noch mal eine Messung, 0 bis 100, mal ein bisschen schneller wieder. Ich mache mal ein bisschen Fenster runter, damit ihr auch was hört. So, guck mal. Alles ready? Also 4,8. So, was hat er hier?
Also die P-Gear, ich hänge hier fest. Die P-Gear sagt 5,34. Nein, doch 5,34. Dieser 4,8 die Q-Stars und die Performance Box 5,1 und 5,36. Also wie ihr sehen könnt, ist alles verschieden. Ich hätte es nicht erwartet, dass ich hier solche Abweichungen habe. Also jetzt fahren wir nochmal auf der Autobahn, machen wir nochmal 100 bis 200 die Messung, weil ich glaube, das ist ein bisschen eindeutiger und das macht man ja eher, solche Messungen, 100 bis 200. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was dabei rauskommt. Ja. Und danach gehen wir nochmal auf die ganzen Boxen kurz ein, Vor- und Nachteile, was mir aufgefallen ist, Preise. Und ja, dann hoffe ich mal, habe ich euch eine kleine Kaufhilfe gegeben. Ein bisschen Sound auf die Ohren gab es auch noch, ein bisschen Ich-Perspektive auch noch. Ja, ich hoffe, das ist nicht so ganz langweilig. So, dann sehen wir uns gleich auf der Autobahn. Zack. Also was mir auffällt, die laufen schon eher als die Q-Stars. Oder jedenfalls das Piepen kommt später. Das ist mir schon ein paar Mal jetzt aufgefallen. Ich konnte jetzt nicht bis zum Schluss drauf drücken. Also hier seht ihr 10,4. Sehr, sehr gut, finde ich. 10,94. 11,12. Hier oben ist 11 Sekunden. Ja. Also die hat mir viel zu viel angezeigt, also viel zu wenig angezeigt. Die anderen waren alle bei um die 11 Sekunden. Weil ich konnte jetzt nicht voll durchbeschleunigen. Wie gesagt, das ist ein bisschen blöd jetzt, weil es noch immer noch so voll ist. Normalerweise müsstest du es abends machen. Oder ja, abends, nachts oder früh morgens. Aber dann ist es immer so blöd mit dem Video machen für euch. Und das war jetzt auch ja, ein Akt, das alles zu organisieren. Aber ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viele Zeiten, die ich reinschreibe in der Tabelle. Dann blende ich das nochmal für euch ein, welche da am besten ist für euch. Wir haben da jemand hinter uns, der will uns ärgern. Ich weiß nicht, warum da gerade blinkt. So, jetzt muss ich wieder tanken. Also ich habe für 50 € getankt heute und bin jetzt 160 Kilometer mit, ja gut, mit der Reichweite noch drauf, sind so vielleicht bei 200 Kilometer, 50 €, dann wisst ihr ungefähr, wo man so liegt. Aber ich bin jetzt natürlich die ganzen Beschleunigungsfahren, das macht man ja so nicht. Ich guck mal, wo ich jetzt, wie jetzt mein Verbrauch ist, 15 Liter. Ja, ist okay. So, seht ihr, wie voll das wieder ist? Jetzt müssen wir unter 100 kommen. Ja, hier wäre sonst die perfekte Strecke. Ja, bis hinter uns keiner. Aber jetzt geht gleich welche ab. Aber langsamer, lassen den dreimal abkühlen. Also zeitmäßig 10,944. Was haben wir hier? 11,1 und hier haben wir 11,19 und hier haben wir 11,11. Also sehr, sehr ähnlich. Diesmal waren alle fast gleich. Nur die Q-Stars war ein bisschen besser. Ja. Und was mir noch eingefallen ist, du kannst die Zeiten, wie gesagt, bei der Draggy, bei der P-Gear per Excel-Tabelle korrigieren. Das kann man auch korrigieren, da gibt es auch ein Programm für. Und bei der Q-Stars weiß ich jetzt nicht, ob man die Zeiten korrigieren kann. Das müsst ihr unten mal reinschreiben, ob ihr das wisst. Also ich blende gleich nochmal alle Läufe nochmal ein, mit jeder Box und überall drunter geschrieben. Die Gruppe bei Facebook, vielen Dank nochmal für die Excel-Tabelle. Dann kann man alles eingeben von der P-Gear, von der Draggy, dann kann man eine Excel-Tabelle eingeben, dann kann man es korrigieren lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, also von den Zeiten her sahen die alle sehr, sehr ähnlich aus. Kommen wir zum Fazit. Also die Q-Stars war leicht mit Abweichung und
die anderen waren alle sehr, sehr ähnlich. Was mir so jetzt noch auffällt, das sind die teuersten, liegen um die 500 Euro. Die waren mal 350, 400 Euro. Die habe ich jetzt gesehen nur noch für 500, ob es ein neues Modell ist. Die hier kriegst du für 450, 500 Euro, 150, 150 hier, die Draggy-Box. Ja, was kann man so zum Fazit sagen? Also die Anzeige ist natürlich super geil, weil das ist die größte und du siehst sofort alles schneller, langsamer und das ist schon sehr geil gemacht. JP benutzt die ja auch. Jetzt muss man nur noch gucken, wie gesagt, mit diesen Abweichungen war schon ein paar Mal jetzt. Habe ich auch von anderen Leuten gehört, dass sie nicht so genau sein soll. Das könnt ihr mal drunter schreiben, wie ihr das findet. Ist das wirklich so? Habt ihr vielleicht andere Erfahrungen gemacht? Die soll sehr, sehr genau sein, aber ist schon die älteste, ein bisschen veraltet eben halt, und auch mit dem Display. Du musst genau immer reingucken, ist sehr, sehr klein. Das ist ein bisschen blöd, finde ich. Auf den Handys seht ihr es hier. Oh, da ist ein schöner AMG. Hier auf den Handys seht ihr mal die Anzeige genau. Und bei der Draggy auch. Ja, ich verlinke hier oben nochmal, habe ich ja die Videos verlinkt, wo ihr nochmal die Draggy einzeln, die habe ich ja einzeln getestet. Die PGA auch nochmal einzeln getestet, da könnt ihr nochmal die Funktion sehen. Was sehr, sehr geil ist, bei der Draggy und der PGA, die 150 Euro, könnt ihr auch so einen Videomodus einblenden. Also der nimmt quasi mit eurer Kamera die Fahrt auf und blendet dann unten die ganzen Geschwindigkeiten und Daten ein. Also es ist sehr, sehr geil. Das habt ihr bei den anderen natürlich nicht, solche Spielereien. Aber das sind auch die neuesten. Also, ja gut, ich weiß es nicht bei der Q-Stars, gibt es eine neue Version, aber die hat ja keine Kamera drin. Das wird so nicht gehen. Ja. Deswegen, ich finde, wie gesagt, bleib bei meiner Draggy Box für 150 Euro. Das Menü ist sehr, sehr einfach gehalten. Du kannst alles einstellen und ich bin super zufrieden damit. Und die ist auch sehr, sehr genau. Was jetzt eher an der Draggy nicht so gut ist, da ist keine Halterung bei. Ja? Das ist der einzige Nachteil. Leute, so eine Halterung bauen sich viele, das ist ein bisschen schade, weil für das gleiche Geld bekommt ihr hier die PGA, seht ihr? Und da ist die Halterung bei, mit Magneten, fertig aus. Das habt ihr bei den anderen, bei der Draggy jetzt nicht. Ja. Aber ansonsten, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich über ein Abo von euch. Wie gesagt, es kommen noch weitere Videos zu weiteren Zeitenmessen mit anderen Leuten, aber anderen Abonnenten. Und das soll es von mir auch jetzt gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video, ich konnte ein bisschen helfen. Und wenn ich irgendwas vergessen habe, schreibt es einfach mal drunter. Würde mich freuen über ein paar Kommentare von euch. Wie findet ihr die ganzen Boxen? Welcher ist euer Favorit? Welcher geht gar nicht? Lasst es mich wissen. Viel Spaß und ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Haut rein, bis dann. Ciao. I've lost you, but I need you, and you're off my radar.